In diesem Video möchte ich mal kurz auf eine besondere Situation eingehen und das ist hier eine Trendwende. Wir sehen hier zwei gleitende Durchschnitte. Der eine berechnet den Wert für 1000 Kerzen und der andere, dieser rote gleitende Durchschnitt, ist für 1100 Kerzen. Und wenn der oben liegt, haben wir einen Abwärtstrend. Wie man sehen kann, war das für lange Zeit so und überwiegend hat sich der Kurs unterhalb dieser gleitenden Durchschnitte bewegt, bis sich das dann hier am 13. September plötzlich geändert hat. Wenn wir mal mit Plus in das Chart hineinzoomen, dann sehen wir hier diese ziemlich große Kerze und die hat dafür gesorgt, dass der Kurs von der einen Seite auf die andere Seite der gleitenden Durchschnitte gewechselt ist. Das bedeutet, da der grüne gleitende Durchschnitt derzeit oben liegt, haben wir in der Theorie einen beginnenden Aufwärtstrend. Weil aber der Preis unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte ist, wird so lange nicht gehandelt, bis wir hier eine Überkreuzung haben oder sich der Preis wieder zurückbewegt auf die andere Seite. Das hat den Vorteil, dass wir nicht gegen den Langzeittrend handeln, auch wenn unser eigenes Einstiegssignal uns hier Kaufen- und Verkaufen-Signale liefert, wird erst wieder gehandelt, wenn die aktuelle Signalrichtung mit dem Langzeittrend übereinstimmt. Das hat sich in den letzten Wochen ganz gut bewährt. Wir sind jetzt bei einem Kontostand von 10.105 €. Aktuell befinden wir uns hier im Profit. Wer möchte, kann sich das auf der Webseite platinsystem.org auch mal genauer anschauen. Da gibt es die Statistiken dazu. Und wir sehen hier gerade keinen Handelsverlauf, weil ich gestern das System nochmal verändert habe. Denn ich habe die Situation zum Anlass genommen, um hier oberhalb und unterhalb vom gleitenden Durchschnitt noch eine Übergangszone einzurichten, in der nicht gehandelt wird. Das bedeutet, wenn sich der Kurs hier im Bereich der gleitenden Durchschnitte bewegt, dann würde kein Trade geöffnet, da sich die Richtung ja jederzeit wieder ändern kann. Aber wenn man mal in das Chart hineinzoomt und sich das hier über die letzte Zeit anschaut, dann sieht man, dass wir schon in einem ziemlich stabilen Abwärtstrend sind. Und jetzt heißt es halt darauf zu warten, ob sich der Trend endgültig dreht. Das würde bedeuten, der Preis bleibt dauerhaft oberhalb dieser beiden gleitenden Durchschnitte und der grüne Durchschnitt bleibt oben. Nur dann wäre das eine dauerhafte Trendwende vom Abstieg des Euro-US-Dollar. Oder wir sehen hier in Kürze eine erneute Überkreuzung. Momentan sieht es eher danach aus. Das wäre ein Signal dafür, dass der Abwärtstrend weitergeht und dann möchten wir auch weiter so handeln. Natürlich könnte man jetzt kurzfristig, um die Sache interessanter zu gestalten, die Werte hier für die gleitenden Durchschnitte ändern. Aber das ist nicht Sinn der Sache, denn obwohl das Einstiegssignal nicht darüber entscheidet, ob ein System profitabel ist oder nicht, gehört es doch zu einem festen Regelwerk, an das man sich halten sollte. Genau wie bei einem Fußballspiel, da gibt es auch Linien und Tore und es gibt Schiedsrichter. Und niemand würde zu einem Fußballspiel mit Schwimmflossen und einem Golfschläger auftauchen. Darum genieße ich jetzt einfach mal hier die ruhige Zeit, bis sich der Handel wieder von selbst einschaltet. Ich kann das System hier einfach auf das Chart ziehen und mit den Standardwerten handeln lassen. Und Sie haben in diesem einfachen Video gelernt, wie Sie mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten die langzeitige Trendrichtung für Ihr eigenes System so bestimmen können, dass nur dann automatisch gehandelt wird, wenn der Langzeittrend und Ihr eigenes Einstiegssignal übereinstimmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.